Alle reden immer von der amerikanischen LLC, wenn es um steuerfreie Gesellschaften außerhalb der EU geht. Heute werde ich dir die schottische Limited Partnership als möglicherweise interessante Alternative zu einer US-LLC vorstellen. Wie gesagt, die US-LLC ist ja bei vielen beliebt, die hier nicht mehr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen und dann eine steuerfreie Gesellschaft im Ausland gründen wollen, die relativ pflegeleicht ist, eine relativ gute Außendarstellung hat und mit der man dann weltweit Geschäfte machen kann oder die man als Holdinggesellschaft oder eben anderweitig verwenden kann. Auch wir haben viele Mandanten, die wir hier bei der Gründung und Betreuung von US-LLCs helfen. Tatsächlich gibt es aber natürlich auch andere Rechtsformen, die interessant sein können und es muss nicht immer die US-LLC sein. Tatsächlich haben ja manche auch Bauchschmerzen, wenn es um die US-LLC geht. Die sieht vielleicht nicht so gut aus in der Außendarstellung. Immer irgend so eine Firma in Delaware oder Wyoming. Manche möchten ganz aus Prinzip nichts in den USA machen. Manche können aus regulatorischen Gründen nichts in den USA machen. Also für all diese Fälle, wo man in den USA keine Gesellschaft gründen kann oder will, möchte ich dir heute eine interessante Alternative empfehlen und das ist die schottische Limited Partnership. Die Limited Partnership gibt es in vielen angelsächsischen Ländern. Wir haben ja schon über die LP zum Beispiel auch in den USA gesprochen. Die LP, also die Limited Partnership, ist eine der ältesten Rechtsformen. Im UK zum Beispiel stammt das Recht rund um die Limited Partnership aus dem Jahr 1906 und wurde seitdem eigentlich kaum verändert. Es gibt sowohl eine englische Limited Partnership als auch eine schottische Limited Partnership. Wir konzentrieren uns heute auf die schottische Limited Partnership, denn die englische Limited Partnership hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und kann daher zum Beispiel kein Vermögen halten. Das Vermögen, das sie hält, ist immer gleichzeitig das Vermögen auch des Gesellschafters. Das heißt, wenn zum Beispiel der Gesellschafter verstirbt oder ausscheidet, dann ist das Vermögen nicht Teil der LP, sondern eben sein Vermögen und damit hat die Gesellschaft sich im Grunde in Wohlgefallen aufgelöst, wenn der Gesellschafter ausscheidet. Das ist bei der schottischen LP nicht der Fall. Die schottische LP wird also hier genauso rechtlich betrachtet wie zum Beispiel eine deutsche GmbH und Co. KG, wo das ja genau das Gleiche ist. Die Struktur der schottischen Limited Partnership ist genauso wie die der deutschen GmbH und Co. KG. Es gibt eine Komplementärin, das ist normalerweise eine schottische Limited Company, die wir auch für dich gründen. Und dann gibt es eben verschiedene Kommunitisten, die am Gewinn der Gesellschaft beteiligt sind, sogenannte Limited Partners. Der Riesenvorteil der schottischen Limited Partnership ist nun, dass sie keinerlei Steuern im UK bezahlen muss und auch, dass die Members keine Steuern auf die Gewinne der LP im UK bezahlen müssen, solange die Gesellschaft keine Betriebsstätte im UK hat und solange die Gesellschaft keine Gewinne hat, die jetzt im UK steuerpflichtig sind. Also investiert die Gesellschaft zum Beispiel in britische Immobilien, dann sind die Gewinne natürlich im UK zu versteuern, die aus den Mieteinnahmen oder möglichen Veräußerungserlösen entstehen. Aber jetzt Gewinne, die außerhalb des UK entstehen, sind komplett steuerfrei in UK. Die Gesellschaft muss keine Bilanzen einreichen. Die Gesellschaft muss auch keine volle Steuererklärung einreichen. Solange es keine Gewinne gibt, die im UK zu versteuern sind, reicht eine Nullerklärung. Selbst wenn die Gesellschaft 1 Million Umsatz macht und 500.000 Gewinn, ist nach wie vor eine Nullerklärung einzureichen, denn der Gewinn ist ja nicht in UK steuerpflichtig, weil es in UK keine Betriebsstätte gibt und keine Einkünfte gibt, die im UK steuerpflichtig wären. Das ist also aus Gründen der Vertraulichkeit und der Privatsphäre natürlich sehr zu begrüßen, denn wie gesagt, hier muss man dann nichts an die UK-Behörden übermitteln, außer eine Nullerklärung. Auch, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, Bilanzen müssen im Handelsregister nicht veröffentlicht werden. Ein großer Nachteil gegenüber der amerikanischen LLC ist die Tatsache, dass im UK das Transparenzregister komplett offen ist. Hast du also bei der LP Limited Partners, also Kommanditisten,
die mehr als 25% an der Gesellschaft beteiligt sind, dann musst du hier die kompletten Details, wie in Deutschland auch, im Transparenzregister veröffentlichen. Am einfachsten ist das zu vermeiden, indem keiner der Gesellschafter, keiner der Kommunitisten zu mehr als 25% am Gewinn der Gesellschaft beteiligt ist. Also ganz einfach, hast du zum Beispiel einen Ehepartner und 2 Kinder, kannst du die beteiligen, dann musst du hier im Transparenzregister im UK keinerlei Angaben machen. Ein großer Vorteil der schottischen Limited Partnership gegenüber der amerikanischen LLC ist, dass man hier nicht auf einen einzelnen Gesellschafter beschränkt ist. Bei der amerikanischen LLC ist es ja so, dass diese LLC nur dann eine sogenannte Disregarded Entity ist und in den USA nichts einreichen muss oder fast nichts einreichen muss, wenn sie nur einen Gesellschafter hat. Das ist bei der schottischen Limited Partnership egal. Die kann einen, 3, 10 oder 20 Gesellschafter haben und die muss dennoch fast nichts im UK einreichen, eben diese Nullsteuererklärung. Das ist alles, was eingereicht werden muss. Das ist also ein großer Vorteil zur US-LLC. Ein anderer Vorteil ist, dass du eben hier einen europäischen Firmensitz hast, ohne jetzt in der EU zu sein. Ja? Wir gründen diese Gesellschaft normalerweise in Edinburgh. Ja? Das heißt also, du hast eine Firmenanschrift in Edinburgh, kannst aus Edinburgh Rechnung schreiben, kannst dort Verträge unterzeichnen mit einer Adresse aus Edinburgh. Das wirkt für viele Europäer sicherlich, denke ich, sympathischer als jetzt Wyoming oder Delaware oder sowas. Kommt auf die Branche an. Manchen wird es natürlich auch egal sein, aber das ist das, was uns Mandanten eben sagen. Das hat so einen bestimmten schönen Touch. Ja. Schottland ist ja ähnlich ein Land wie Irland, mit dem die meisten Deutschen, Österreicher und Schweizer hier positive Assoziationen haben. England nicht unbedingt, aber Schottland schon, ein kleines Land, Whisky, Schottenröcke. Also die meisten sehen das positiv. Du kannst diese schottische LP hier einsetzen, wie du willst. Du kannst damit Beratung machen, du kannst damit Handel betreiben, du kannst die Gesellschaft als Holdinggesellschaft gründen. Also da gibt es hier zig verschiedene Möglichkeiten, keine Einschränkung. Wie gesagt, der UK ist ja außerhalb der EU. Du musst die Gesellschaft also im UK nicht für die Mehrwertsteuer registrieren, beziehungsweise musst das nur dann tun, wenn du Kunden in UK hast, aber das würdest du ja eh nicht wollen, denn wenn du Kunden in UK hast, musst du auch wieder in UK dann hier Steuer auf die Gewinne bezahlen. Das würde also wenig Sinn machen. Ansonsten brauchst du dich nicht für die Mehrwertsteuer zu registrieren. Das ist natürlich sehr hilfreich. Du kannst dies natürlich tun und dann immer Nullerklärungen einreichen. Ich sage dir, wo das zum Beispiel günstig ist, wenn du hier online irgendwas abonnierst oder online irgendwas nutzt, zum Beispiel Google AdWords, und du hast hier keine britische Umsatzsteuer-ID, dann wird dir möglicherweise die Umsatzsteuer in Rechnung gestellt von Google Ads oder auch Plattformen wie Upwork oder irgendwelche anderen Online-Plattformen. Ja, da kann eben dann die britische VAT-Nummer hier sinnvoll sein und dir wird dann keine VAT in Rechnung gestellt. Das hat doch immerhin 20%. Ich habe ja schon etliche Videos zum Thema gemacht, betriebsstättenlose Einkünfte und auch hier erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und dieses Problem gibt es natürlich auch bei der schottischen LP. Das muss ich jetzt hier nicht im Detail erklären, da kannst du dir die Videos anschauen, die ich dazu gemacht habe. Die schottische LP ist natürlich eine Briefkastengesellschaft. Es gibt keine Betriebsstätte in UK, sonst wäre die Gesellschaft ja dort steuerpflichtig. Du hast zwar eine schöne Büroanschrift dort in Edinburgh, du hast dann möglicherweise eine britische Umsatzsteuernummer, du hast ein britisches Konto und so weiter und so fort, aber eine Betriebsstätte im UK gibt es nicht und willst du nicht, denn ansonsten werden dort Steuerfällig. Also sind diese Einkünfte aus der LP sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte. Und das kann eben für Personen, die jetzt hier Deutschland verlassen und deutsche Staatsbürger sind, zum Problem werden, wenn es sich dabei um gewerbliche Einkünfte handelt. Bei nicht gewerblichen Einkünften, also zum Beispiel private Vermögensverwaltung oder auch Dinge wie freiberufliche Einkünfte, gilt das Ganze natürlich nicht. Also das muss ich einfach nochmal dazu sagen. Dieses Problem gibt es bei der LLC und auch bei der schottischen LP. Wenn du also auch dich für eine Gesellschaft interessierst, die steuerfrei ist, wo es keine Buchhaltungspflicht gibt, die aber in Europa ist, aber außerhalb der EU und eben keine amerikanische LLC, dann kann also die schottische LP genau das Richtige für dich sein. Wir können diese für dich gründen und betreuen. Wir haben hier einen Pauschalpreis, in dem hier alle Leistungen enthalten sind, was die Gründung und Betreuung
dieser Gesellschaft anbelangt. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, wenn du Deutschland, Österreich oder die Schweiz verlassen hast und nach steuergünstigen Modellen suchst, um hier Geld zu verdienen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau dabei zu beraten und hier rechtssichere, belastbare Modelle zu finden, wie man steuergünstig im Ausland leben kann. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.